Der Weltfrauentag wurde 1975 von den Vereinten Nationen zum Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden ausgerufen. Mit unserer Performance machen wir darauf aufmerksam, dass es hunderte hervorragende Künstlerinnen der klassischen Moderne gibt, die, obwohl sie ein eigenständiges Werk geschaffen haben, unbekannt und unerforscht sind. Toko Shinoda, das ist eine japanische Künstlerin. Wir sind heute ein lebendiges Künstlerinnenlexikon. Die Teilnehmerinnen unserer Aktion sind selbst Künstlerinnen und Kulturschaffende. Eine jede ist Patin einer Künstlerin und kann Ihnen diese vorstellen. Louise Stoms ist Bildhauerin und was mich so beeindruckt ist, dass sie auch in riesigen Formaten gearbeitet hat mit Holz. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und befragen Sie die anwesenden 110 Aktivistinnen zu Leben und Werk der exemplarisch ausgewählten Künstlerinnen. Sie war Tänzerin, Malerin, hat Puppen gebastelt, gespielt, war Architektin und Designerin und hat Möbel entworfen. Also umfassend, sehr, sehr begabt. Man fragt sich, wieso sie jetzt hier nicht vertreten ist. Das fragt man sich schon. Sie hat zumindest schon sehr berühmte Ausstellungen, Einzelausstellungen, zum Beispiel in MoMA gehabt. Aber hier gibt es keine Arbeit. Tina Modotti ist Fotografin und Aktivistin gewesen. Sie ist 1896 in Italien geboren, ist dann in die USA ausgewandert und später hat sie aber einen Großteil ihres Lebens in Mexiko verbracht. Ihre künstlerische Sprache beruht darauf, dass sie mit einfachen Bildmitteln Emotionen hervorgerufen hat, zum Beispiel Arbeiterhände oder nackte Füße, Gesichter von Arbeitern. Und dadurch hat sie eine andere Bildsprache als ihre männlichen Kollegen auch entwickelt, die eher mit dramatischen Effekten in der Zeit gearbeitet haben, um Reportagen zu erstellen. Ihr Stil ist vor allem expressiver Realismus und sie malt viel mit Öl, Aquarell, aber auch so Sticktechnik. Als ein Kernzeichen von ihr ist, dass sie oft mit einer Pfeife hier, genau. Man tut ihrem Werk total Unrecht, wenn man das von der Lebensgeschichte her anguckt, weil sie aus dem Werk heraus dermaßen großartige Arbeiten macht. Sie ist eine der, finde ich, radikalsten Künstlerinnen, was die Selbstporträts betrifft. Also die sind unglaublich, die sind nur nicht geschönt, sondern die sind einfach eine dermaßen radikale Selbstbefragung. Sie ist doppelt geschädigt wie viele Künstlerinnen aus der Zeit mit ihrem Frausein und aber eben auch mit ihrem nicht in die Welt der Nazis passen. Sie wurde unsichtbar gemacht, sie wurde ermordet und also ich persönlich bin sehr glücklich, dass es einen Freundeskreis gab, der wieder dafür sorgte, dass sie seit Anfang der 90er Jahre so ein bisschen wieder an Bedeutung gewinnt. Und sie gehört ganz unbedingt dramatisch dringend in die Sammlungen wieder. Charlotte Salomon ist aus Berlin. Sie ist 1917 in Charlottenburg zur Welt gekommen und hat in den Jahren 1940 bis 1942 ein großartiges Werk geschaffen. Eine Sammlung von fast 1400 Zeichnungen, die wie eine Art Tagebuch funktionieren, ihrer Exilzeit, der Erfahrung, die sie gemacht hat, der bitteren Armut, der Verzweiflung, der Sorge. Das heißt Theater, Fragezeichen, oder Leben, Fragezeichen. Und dieses Werk hat sie kurz vor ihrer Deportation einem Menschen, einem Mann übergeben mit den Worten: Das ist mein Leben. Sie ist nach Auschwitz deportiert worden und war im 5. Monat schwanger und ist dort ermordet worden. Inzwischen ist diese Arbeit im Jüdischen Museum in Amsterdam. Eine Künstlerin, die es ganz lohnenswert ist, wieder zu entdecken. Also Claude Cahun hat solche inszenierte Fotografie gemacht, à la Cindy Sherman, aber schon in den 20er und 30er Jahren. Hochinteressant. Sie hat sozusagen sich selbst in verschiedenen Umgebungen in Szene gesetzt.
Ihre Freundin, mit der sie zusammengelebt hat, kam vom Theater her. Und so haben sie jeweils sich unterstützt auch. Also Grete Jürgens war eine Malerin der neuen Sachlichkeit. Sie arbeitete wirklich auf einem Niveau ähnlich wie Otto Dix. Aber es gibt bis heute kein eigenes Buch über ihre Arbeit. Das fand ich extrem erstaunlich oder auch erschreckend. Ich habe Gabriele Münter auf meinem T-Shirt, die habe ich mir ausgesucht, als eine eigentlich sehr bekannte Künstlerin, von der auch sehr viel überliefert ist. Wovon eben auch von dieser Künstlerin jetzt die Neue Nationalgalerie auch ein Werk hätte, es allerdings nicht zeigt und somit eben sie auf diesem T-Shirt hier gelandet ist. Denn die Frage ist, warum sie denn ihre Zahl von 22 Künstlerinnen nicht zum Beispiel um ihr Werk auch erhöht haben. Marianne Brandt ist eigentlich ziemlich bekannt als Designerin und zwar gerade auch für ihr Gefäßdesign. Sie hat sich wacker geschlagen in der Männerdomäne der Metallwerkstatt am Bauhaus, ist damit eigentlich auch erfolgreich. Eigentlich sind sogar gerade auch ihre Kannen in den Museen weltweit zu sehen. Aber sie hat auch wunderbare Fotografien gemacht. Die fotografische und montagebezogene Arbeit von ihr ist überhaupt nicht bekannt und zu Unrecht nicht ausgestellt. Das ist die Frage, was da noch in den Depots überall liegt. Was ist denn in den Depots, was womöglich noch nie jemand aufgeschnürt hat, was da verpackt irgendwo herumliegt und so weiter, wo niemand reingeschaut hat. Das ist die Frage. Hier in der Neuen Nationalgalerie, die erst im letzten Sommer ihre Schausammlung neu zusammengestellt hat, sind gerade mal 14% Werke von Frauen zu sehen, obwohl es in der betreffenden Epoche genügend Künstlerinnen gab, die damals wie heute hätten gesammelt und angekauft und vor allem auch gezeigt werden können. Wenn mehr Werke von Künstlerinnen aller Jahrhunderte angekauft und ausgestellt würden, wenn endlich der bisher männlich dominierte Kunstkanon neu aufgestellt würde und alle KuratorInnen mehr Mut und Engagement zeigten, dann hätten wir auch im Kunstbetrieb gerechtere Verhältnisse und nicht nur das. Wir hätten eine größere Diversität und jede Menge spannende Neuentdeckungen.